Habt ihr in eurer Familie US-Wertschriften? Auch wenn man sonst nichts mit Amerika zu tun hat, kann man im Erbfall dort steuerpflichtig werden. Ob das für euch relevant ist oder nicht, erfährst du im heutigen Coffee Break. Mein Name ist Felix Niederer, ich bin CEO und Gründer von True Wealth. Gemäss den Zahlen vom US-Finanzministerium sind Mitte 2024 US-Wertschriften im Umfang von 1,2 Billionen Dollar in der Schweiz gelegen. Natürlich gehören nicht all die Anlageinvestoren in der Schweiz, bekanntlich verwaltet der Schweizer Finanzplatz auch grosse ausländische Vermögen. Spannend wird es im Erbfall, auch wenn gar keine Amerikaner involviert sind. Der Grund ist ein veraltetes Erbschaftssteuerabkommen, das die Schweiz im Jahr 1951 mit den USA abgeschlossen hat. Wenn eine verstorbene Person amerikanische Immobilien, Wertschriften oder Konten im Wert von mehr als 60.000 Dollar hinterlässt, sind die Erben meldepflichtig. Man sagt diesen Vermögenswert auch US-Situs Assets. Die Erben müssen für die amerikanischen Steuerbehörden zwei spezielle Formulare ausfüllen. Sie tragen den schönen Namen 706 NA und 8833. Wenn es ein Testament gibt, soll man eine englische Übersetzung davon beilegen. Das Doppelbesteuerungsabkommen, das die Schweiz 1996 zusätzlich mit den USA abgeschlossen hat, sorgt dafür, dass Schweizer, die amerikanische Vermögenswerte erben, gleich behandelt werden wie Amerikaner. Das heisst auch, dass Schweizer davon betroffen sind, wenn der US-Gesetzgeber die Regeln für die Besteuerung ändert. Aber welche Erben müssen wirklich Steuern an die USA zahlen? Grundsätzlich gibt es eine Freigrenze, die jährlich der Inflation angepasst wird. Aktuell liegt die bei knapp 14 Millionen US-Dollar. Es ist eine sogenannte Estate Tax, also nicht eine Erbschaftssteuer, sondern eine Nachlasssteuer. Darum wird sie auf den gesamten Nachlass angewendet. Wie wird sie berechnet? Wenn der ganze Nachlass aus US-Situs Assets besteht, dann entspricht das Steuersubstrat am Nachlass minus der 14 Millionen Freigrenze. In den meisten Fällen besteht ein Nachlass aber nur zum Teil aus US-Assets. In diesem Fall reduziert sich die Freigrenze im Verhältnis von US-Situs Assets zum Gesamtnachlass. Das Steuersubstrat ist dann nichts anderes als deine US-Situs Assets minus der reduzierten Freigrenze. Auf diesem Steuersubstrat wenden die Amerikaner einen progressiven Steuersatz zwischen 18 und maximal 40% an. Machen wir ein Beispiel. Angenommen, deine Großmutter vererbt Schweizer Immobilien im Wert von umgerechnet 10 Millionen US-Dollar plus einen amerikanischen Bitcoin-ETF im Wert von weiteren 10 Millionen. Die US-Situs Assets sind also die Hälfte vom Gesamtnachlass. Darum entspricht dein Freibetrag in diesem Beispiel der Hälfte von der Freigrenze, also 7 Millionen. Die zieht man von den US-Situs Assets ab. 10 minus 7, es bleiben noch 3 Millionen. Aufgrund der Progression wird auf diesen 3 Millionen der Maximalsatz von 40% fällig. Der US-Fiskus stellt dir also 1,2 Millionen Dollar in Rechnung. Doch was bringt die Estate Tax der USA eigentlich? Die aktuellsten Daten aus dem Steuerjahr 2014 zeigen, dass die USA mit dieser Steuer exterritorial weniger als 0,03 Milliarden Dollar eingenommen haben. Das ist ein unwesentlicher Beitrag zu einer jährlichen Steuereinnahme von rund 5.000 Milliarden Dollar. Mit anderen Worten, für Nicht-Amerikaner ist die US Estate Tax ein Pain in the Ass, bringt den USA aber nicht mal einen Tropfen auf den heißen Stein. Was du kannst merken, die Erbgemeinschaft ist ab 60.000 Dollar amerikanische Assets meldepflichtig, aber noch nicht zwingend steuerpflichtig. Was haltest du von exterritorialen Steuergesetzen und hast du von dieser Meldepflicht von 60.000 Dollar gewusst? Hinterlasse mir einen Kommentar oder schreib mir ein E-Mail auf felix@truewealth.ch. Mit dem bis zum nächsten Mal.